Das 2021er Modell Le Voyageur. Und hier steht die Steffi. Ja, sie hält schon die Fahne ein bisschen weg. Das, was wir richtig gut sehen können, das sind Luxus-Reisemobile aus Frankreich. Und wir haben hier tatsächlich das neue 2021er Modell. Da ist der Roland. Hallo Roland. Genau, man kann dich noch nicht sehen. Komm mal her. Da bin ich. Hallo. Ich komme gleich rum zu dir, okay? Gerne. So, machen wir das mal, denn wir stehen an der Nummer 1 Wohnmobilstraße Deutschlands, hätte ich gesagt. Die meisten Wohnmobile der Welt. Und hier, ja, da findet man jedes Wohnmobil. Und wir sind heute bei RS Reisemobile, ein ganz großer Händler für Pilote. Ich zeige mal ganz so ein kleines Detail. Hier hat man ja ein Leichtmetallrad mit dabei. Das Ganze ist voll integriert, das Fahrzeug. Und es ist ja von Le Voyageur, die Edelmarke von Pilote. Das werden wir gleich mal ein bisschen erfahren. Ich grüße dich, Steffi. Hallo. Ja, zweites Video. Zweites Video. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich bin jetzt schon ein Fan. Absolut. Ist ein bisschen kleiner, das hier, muss man sagen. Ja, aber ich glaube, wir haben auch alles, was wir brauchen. So, wir haben nämlich hier vorne auch eine Einstiegstür, die ist direkt mit dabei. Die werden wir gleich mal sehen. Ist sie auf? Guck mal. Die ist zu, sie ist auf. Wir können reingucken. Das Basisfahrzeug ist ein Fiat Ducato, also ein kleines, sagen wir, Lieferfahrzeug, modifiziert zum voll integrierten Wohnmobil. Und ich zeige dir das gleich mal. Hier ist eine große Kamera mit dabei, dass man es auch ordentlich bedienen kann. Das Ganze ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Sieht sehr edel aus, komplett in schwarz gehalten. Hier so ein bisschen So eine ganz schick. leichte Carbon-Optik. Ja, Es ist sogar im Original noch schöner als auf der Kamera. absolut. Also es sieht wirklich sehr elegant aus. Und die Türen, die sind auch richtig massiv. Massiv. Ja, sehr Mach massiv. mal zu, bitte. Wir schauen uns das gleich mal von innen an. Ja, tanken muss man leider auch. Da vorne ist die Tanköffnung, wenn du die mal kurz aufmachst. Da mal reingucken. Da kommt der Diesel rein. Das 2021er Modell. Wir werden gleich mal mit Roland ein bisschen rumgehen. Der ist ein netter, der Roland, oder? Der Roland ist super. Wir beide kommen ja aus dem Ruhrgebiet und da spricht man immer so eine Sprache. Ne? So, das Saarlandfernsehen ist hier und ihr kommt aus dem Ruhrgebiet. Der Ruhrpott, wo sind wir denn im Ruhrpott? Wir sind hier in Mülheim an der Ruhr, quasi in einem Verbund mit vielen anderen Städten wie Essen, Oberhausen und so weiter. Die schließen ja alle einander an und du kennst das ja auch. Ne? Da ist ja hier, wir sind ja ein Verbund von vielen Städten und von vielen Leuten unterschiedlicher Herkunft, so will ich mal mich ausdrücken. Du hast zu Hause einen Jungbrunnen. Ich habe einen Jungbrunnen. Ja, du bist knapp über 70. und Nein, siehst nein, aber nein, aus. nein, nein. Ich werde bald 70. Also Das heißt, du schrammst die 70 demnächst. ja, 1,5 Jahre habe ich noch vor der Brust, sag ich mal so. 68,5. So ähnlich. Okay, Ja. super. Ja, du bist schon Rentner, aber du jobbst hier so ein bisschen und liebst das? Ich liebe das. Ich habe ja 11 Jahre in einem Wohnwagen gewohnt und wollte hier nur mal an einem Sonntag, wenn wir Showtag hatten, einfach Aufsicht machen. Dann habe ich bei der ersten Einarbeitung 2 Wohnmobile verkauft. Dann haben die gesagt, du kannst öfter kommen. Und das mache ich jetzt so seit 4 Jahren. Ja, das hier ist so die Luxusklasse. Ich habe es eben anmoderiert. Ein französischer Konzern. Pilote steckt dahinter. Aber das ist so, ich sag mal, eine eigene Klasse. Le Voyageur. Luxus. Le Voyageur, ja, das ist der Liner unter den Fahrzeugen von Pilot und zeichnet sich eben halt dadurch aus, dass sie besonders ausgestattet sind, hochwertig sind, ja, und eine bestimmte Klasse von Campern anspricht. Ja, die Rückfahrkamera ist mit drin. Oben ist die dritte Bremsleuchte mit drin. Das automotive Design kantig ist ja heute voll im Trend. Ich sag mal, Volkswagen hat angefangen mit dem kantigen Design und es ist so ein bisschen busmäßig. Ich gehe mal gerade so ein bisschen zurück. Wenn du dich mal daneben stellst, Roland, von der Größe her. Steffi ist so 1,60 Meter plus Mehrwertsteuer und der Roland ist knapp 1,80. Das ist schon ein großes Fahrzeug, aber nicht so groß wie der drüben, den wir gezeigt haben. Haben ein einzelnes Video gemacht mit Smart Garage. Das hier ist so, ich sag mal, noch einigermaßen zu handeln. Das ist eine 4,5 Tonnen, das ist gut zu handeln. Allerdings dann eben halt auch für diejenigen, die jetzt nur bis 3,5 Tonnen fahren können, die müssten dann ja schon dann auch einen LKW-Führerschein haben. Ein C1 wäre es dann. C1 wäre es. Genau, das ist der alte Dreier, den haben wir noch. Aber der C1 ist gar nicht so schlimm. Also Nee. das ist... Und auch gar nicht so teuer, habe ich gehört. Also ich sag mal so, die Leute sollen mal diesen Mut fassen und das machen. Dann brauchen die hinterher nicht wegen 2 Hosen und 3 anderer Artikel, die sie also mitnehmen wollen, das zu Hause zu lassen, sondern sie können ein bisschen mehr laden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Überladung, das ist ganz fürchterlich. Wir schauen uns das mal an. Der hat eine ganz große Heckgarage.
Die ist ich guck mal gerade, von beiden Seiten zu öffnen. Ja, ich habe 2 große Klappen mit drin. Hier könnte ich einladen, dann könnte ich einmal hier einladen. Bitte? Da könnte man auch den Liebhaber drin verstecken. Ich habe auch, die ist so groß, da passt sie rein. Also ich passe da rein. Ich habe auch Licht hier. Man könnte, Licht ist auch da. Ja. ich geh mal rein, ne? Du gehst mal rein? Ich geh mal rein. Guck mal. Also man hat richtig viel Platz. Warte mal, Steffi, ich mache mal Licht an, dass ich mal ein bisschen... Habe ich nicht. Aber ich habe Licht dabei auf der Kamera. Hier vorne sieht man es. Da ist eine Steckdose, 230 Volt. Kann ich das E-Bike mit aufladen? Da ist eine Klappe. Mach mal hoch, die Klappe, eine Steckdose. Da ist sie. Und 12 Volt oben drüber. Ich habe viel Stauraum. Ich habe eine Außendusche und ich komme von innen auch ja, hinten an die Heckgarage ran. Die könnte ich zum Beispiel auch hier einsperren. Könnte ich einen Hund zum Beispiel unterbringen. Absolut, das machen viele. Wir machen es auch schon mal so, dass wir hier an die Hecktüre noch mal ein Fenster reinmachen als Belüftung, wenn also Hunde separiert werden sollen. Ne? Ja, Basisfahrzeug, ich habe es erwähnt, ist Fiat Ducato. Ach, Steffi, du hast schon gleich reingeschaut. Ich bin wieder neugierig und habe einfach mal hier so ein bisschen rumgefummelt. Und das ist das Geheimversteck nach oben, kann man sagen. Ja, die ist das auch... ist wirklich so, da kann man wirklich so der Liebhaber, der kann dann von oben unten verschwinden heimlich oder umgekehrt. Das wäre jetzt ein ganz neues Kundenklientel, was wir aufreißen könnten. Was die Liebhaber? Ja, dass wir sagen, also für den heimlichen Liebhaber hätten wir dann hier einen separaten Raum. Ja, stark ist die Fußbodenheizung, die geht hier durch die Garage durch. Das heißt, hier kann es nicht frieren. Hier kann es nicht frieren, weil wir hier ja auch das Heizsystem haben. Einmal. Ja, Fußbodenheizung ist mit drin. Wir gucken gleich mal in alle Klappen rein. Und ja, es ist hier der Hauptschalter wahrscheinlich nicht an. Das kann sein, das ist nicht so schlimm, aber wir schauen uns mal das Fahrzeug komplett an. Die Tür hat eine Gasdruckfeder mit drin, dass nichts passieren kann. Und sie ist richtig groß, das heißt, ich kriege auch mal ein Fahrrad rein und Co. So, Steffi, mach mal hier auf daneben. Gucken, ob wir das aufkriegen. Jetzt, wo du ja schon Profi bist. Ist leider zu. verschlossen. Das ist nicht schlimm. Da? Schauen wir mal hier. Ist auch verschlossen. Nee, ist auf. Etwas weiter drehen. Genau. Jetzt könnte es gehen. So, spätestens jetzt hast du es ja einmal gemacht. Jetzt weißt du, wie es geht. Du bist Jetzt ganz weiß neu, also so große Fahrzeuge hast du noch nicht so viel gesehen. Noch oder? überhaupt nicht, nee. Also gerade das erste und ich bin ganz begeistert. Okay, das ist jetzt der technische Part. Da ist der Wechselrichter, guck mal hier, da kommen 230 Volt raus. Da ist der AC-Input, AC-Output, das heißt, da schließt du deinen Strom von außen an und der liefert dir den Strom auch von innen. Da ist die Batterie mit drin, eine Aufbaubatterie und hier eine entsprechende Sicherung mit drin. Alles. Und Stromsicherung für 230 Volt. Ja, die kommen aus Frankreich. Pilote ist französisch? Genau, ist französisch und ist eine eigene Gruppe. So viele fragen, wozu gehört Le Voyageur oder wozu gehört Pilot. Pilot ist eigenständig. Eigenständig, ja. Ihr habt wenig Probleme damit, muss man sagen. Ihr seid sehr zufrieden. Absolut. Und ich sag mal so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Ne? Also bei den Fahrzeugen haben wir eine sehr gute Ausstattung, wir haben sehr gute Qualität und vor allen Dingen auch hier wieder erwähnt, umlaufend GFK, das hat einen ganz großen Vorteil, was zum Beispiel Hagelsicherheit und solche Dinge angeht. Ich gehe mal ganz kurz zurück, bleibt man da stehen, dass ich das mal zeige, wie lang das Fahrzeug ist an der Seite. Und ja, ich zeige euch mal die technischen Daten. Die stehen vorne auf dem Blatt drauf, da kann man auch mal den Preis sehen. Der Roland guckt schon mal kurz drauf. Da steht er heißt nämlich Pilote Le Voyageur, der Reisende, LV 7.5. Ja, das ist hier das Jahr 2020. Aber es ist das Modelljahr 2021. So ist es, genau. Das ist das 21er Modell und wir haben jetzt hier eine Länge von 7,50 Meter, 4,5 Tonnen. Und der ist voll, oder? Der ist voll, genau. Und ist mit, jetzt sag ich mal, mit dem Fiat-Fahrwerk Ducato eigentlich ein sehr robustes Fahrzeug. Also die ganzen Handwerkerfahrzeuge sind ja fast alle auf Fiat Ducato basis. Ja, der Vorteil ist, ich kann den Service wirklich überall machen, europaweit. Hier ist Gas, das haben wir verschlossen. Gas ist zu. Papier 2 Gasflaschen, 11 Kilo. 2x11 Kilo, automatische Umschaltung. Genau. Wenn es rot ist, ist es auf, oder? So ist es. Hier eine Besonderheit. Und das ist der ausklappbare Sitz für den Bereich, wenn die Leute zu viert fahren, dass also da jemand in Fahrtrichtung sitzen darf. Bei den heutigen Fahrzeugen, bis auf wenige Ausnahmen, ist es so, dass man dann auch in Fahrtrichtung sitzen muss.
Okay. Ich zeige das mal. Das heißt, du kannst ihn rausklappen, normal ist eine Sitzbank, Du richtig? kannst den rausklappen, da ist normalerweise eine Sitzbank und wenn man jetzt fährt, nimmt man also die Verkleidung der Sitzbank raus und klappt ihn raus. Und der hat den großen Vorteil, dass er eben halt technisch auch mit dem Fahrzeug verbunden ist. Der Gurt mit der Karosserie, es ist ein Sicherheitsaspekt. Ich zeig mal gerade. Also da oben sieht man sehr schön, Pilote gibt es schon ewig. Eine sehr gute Verarbeitung. Du sagst, hier kommt keine Feuchtigkeit rein. Absolut nicht, dadurch, dass die überlappt sind, also das Dach schiebt sich über die Seitenwand und da kann also im Prinzip überhaupt nichts passieren. Ja, stark ist hier die Kamera, Totwinkel. Das heißt, ich habe also eine Rundumsicht, das sehen wir gleich. Da ist ein ganz spezieller Monitor eingebaut mit ganz vielen Möglichkeiten. Wirklich Luxusmonitor vorne drin, auf der linken Seite, ich habe es eben schon gesehen. Und überall Kameras, denn ich sag mal, es gibt nichts Schlimmeres, als mal in einem heißen Moment mal irgendwo gegengefahren. Das muss nicht sein. Nein, und vor allen Dingen, was wir haben also bei der Front eine gute Sicht. Also man kann ab 75 Zentimeter Höhe kann man Hindernisse erkennen. Das heißt also, Kinder sind also gut zu erkennen oder Poller und solche Dinge auch immer. Ja. Und die Front ist aus meiner Sicht sehr gefällig. Ne? Ich zeige es mal ganz kurz, dass wir da mal sehen, wie sie aussieht. Da ist ein automotives Design und ja, ich habe Panoramablick pur. Ich komme mal ganz kurz rein. Wir gehen am besten mal rein. Auf der anderen Seite hat man noch viele Klappen, muss man sagen. Wenn du willst, können wir die mal kurz aufmachen, dass wir die mal klären. Denn das Fahrzeug hat einen kompletten Doppelboden. Das bedeutet, es ist absolut winterfest. So, noch eine Klappe mehr. So, und da ist die Alde, die 3020. Die Alde-Heizung als statische Warmwasserheizung, also sehr, sehr lange und robuste Wärme, ich sag mal auch für den Winterbetrieb. Überall dran. Hier vorne ist meine gute alte Druckwasserpumpe von Lilly. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr gut zugänglich. Hier habe ich meinen Wasseranschluss. Der ist direkt zum Ausziehen, dass ich also nicht jedes Mal da einen Schlauch suchen muss. 10 Meter müsste im Prinzip reichen bis zu dem entsprechenden Wasseranschluss. Auch hier wieder der Sitz verbaut. Steffi, weißt du, warum die Sitze versteckt sind? Nein. Es ist hier, genau, wir haben hier was ganz Besonderes, das wird uns gleich der Roland erklären. Wir haben einen Face-to-Face-Aufbau und das ist das, was alle haben möchten im Moment. Das heißt, kein normales Wohnmobil mehr. Ja, das ist wichtig vor allen Dingen für Leute, die auch zum Beispiel gerne mit Hunden fahren. Ne? Dass also die Bank nicht im Weg ist und dass also dadurch, dass die Leute, die Franzosen sagen ja vis-à-vis, ne? Also dass die also von Angesicht zu Angesicht sich gegenüber sitzen, habe ich ganz andere Platzverhältnisse. Wir können uns das gleich mal ansehen. Das interessiert mich. So, er steht auf Leichtmetallfelgen. Ich habe von der Marke noch nicht so viel gehört. Das heißt, die sieht man, also wenn man ein Fahrzeug haben möchte, wo man ein kleines bisschen extravaganter unterwegs ist, ist das eine gute Wahl. Absolut. Vor allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Die sind im Gegensatz zu anderen schon auch relativ günstig, sage ich mal so. Ne? Gut, es ist relativ. Also Leute beschweren sich immer, 129.000 Euro ist relativ günstig, aber das hier ist eine Wohnung. Das heißt, also ich kaufe quasi eine kleine Eigentumswohnung. Ich kann ja auch ein 80.000 Euro Fahrzeug bis auf 150.000 Euro aufrüsten mit allen möglichen Dingen. Aber hier sieht man schon, was also schon im Fahrzeug vorhanden ist. Also der Mehrwert erschließt sich schon, wenn man es genauer betrachtet. Wir gehen einmal rein. Ja, ich zeige mal direkt, hier ist eine Klappe. Was ist da drunter? So ein bisschen Platz für Steffis Schuhe. Ja, Ne? sieht gut aus. Ja, Passt. passt. Rein. Einstieg ist sehr leicht für dich, Steffi. Einstieg ist Gut, sehr leicht. du Also ich bin bist jetzt klein. sportlich. Ich bin sportlich, aber ich denke, hier kommt wirklich jeder hoch. Ne? Eine schöne breite Stufe. Und für Ältere natürlich hier mit dem Griff. Das heißt also, Handlauf. wenn man so Genau. ab einem gewissen Alter dann auch schon mal Probleme hätte, dann kann man sie auch ein bisschen hochziehen. Ja, wir sprechen dauernd über, ich sag mal, etwas ältere Menschen, aber in diesem Jahr ist die Reisemobilbranche, die Leute werden immer jünger, muss man sagen. Das sind also nicht nur die Älteren, die man so kennt von den Stellplätzen, sondern viele junge Familien. Ja, es ist tatsächlich so, ne, dass also viele Anfänger hier hinkommen und sagen, ich habe noch nie Camping gemacht in dieser Form und. Wobei die dann natürlich nicht unbedingt Les Voyageurs-Kunden wären, sage ich mal so. Aber wir stellen fest, nichts ist unmöglich. Ne? Ja, vorne sieht man es. Der Fiat Ducato,
mit dem Automatikgetriebe, was ihr wirklich sehr, sehr oft verkauft. 9-Gang-Wandlerautomatik. Genau, die sehr leise und sehr, sehr smart fährt. Multifunktionslenkrad, viele Ablagen. Vorne die Rundumsicht. Ich habe eine Lederausstattung mit drin. Auf der linken Seite hätten wir jetzt den Bereich für die Rückfahrkamera. Separiert. Hast du mal keinen Schlüssel da von dem? Nee, leider nicht. Da hast du jetzt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir gucken es an. Das Fahrzeug ist angeschaltet, man sieht das Ambientelicht. Und auch hier, Steffi, du hast einiges gelernt. Wir stehen tatsächlich unter einem Bett, denke ich mal. Hier Ja. wird wieder ein Bett versteckt sein. Das ist jetzt mechanisch. Heißt einfach runterdrücken, fertig. Und das wäre jetzt nachher zum Hochklappen. Hier wäre dann der Fallschutz für Kleinkinder. Die werden dann hier oben eingehakt. Beleuchtung ist da, USB-Stecker sind da, weil die Kids je nach Alter ja ohne ihren Handy oder ohne ihren Herzschrittmacher ja gar nicht mehr irgendwo hinfahren wollen. Ne? Ja, gut, du lachst, aber das ist heute der 8-Jährige ohne Handy, ohne WhatsApp. Das geht überhaupt nicht. Nee, oder wenn die Eltern mal ihre Ruhe haben Und wollen. ich sag dann auch schon mal, also für die 13, 14, 15-Jährigen, die können dann auch mal schön ins Zelt und es gibt mittlerweile aufblasbare Zelte mit USB-Stecker und Solarpanelen. Ne? Und der Klimaanlage. Und Der Klimaanlage. Da vorne sieht man die Ablagen, wenn du mal kurz mal hochhältst. Ist da hinten noch Licht drin? Das heißt, man muss Da hinten hochklettern wäre und macht das Licht an? da hinten wäre noch Licht. Okay, verstanden. Und hinten haben wir ganz viele Ablagen, wie wir gesagt haben, mit 12 Volt, mit, ich sag mal, 12 Volt hat den Vorteil, ich kann so Zigarettenanzünderadapter nehmen, habe dann auch USB-C, Genau. habe alles, was ich will. Genau. Also genau. Kühltasche kann ich da auch gut nochmal zusätzlich Das brauchst du. anschließen. Da Ja, braucht da man gar braucht man nicht das mehr gar im nicht. Okay. Aber ich sag mal, die Kinder, die haben dann zum Beispiel ein Tablet und ein Handy und dann muss alles aufpassen. Ich noch mal rein ins Bett. Ja, Das gerne. war so schön. Oh, Steffi, wenn du mal ganz kurz wartest, ihr macht es mal gerade runter. Wir können es noch weiter runter machen. Ja, weil dann. Weil normalerweise, üblicherweise, werden die ganz kurz umgeklappt, die Sitze. Hier geht das ganz schnell. Genau, Alles ruckzuck. automatisch. Ja, mit dem einfachen Vorrichtung und dann So, jetzt hast du viel mehr Platz und der Einstieg. Jetzt geht auch das Licht an, siehst du? Jetzt geht das Licht an. Schön. Gemütlich. Also ich finde das total gemütlich. So, und da kann, ja, wenn jemand kocht, kann ich demjenigen auch zugucken beim Kochen und Anweisungen von hier oben geben. Das kann doch viel besser. Du kannst Fernsehen gucken, du kannst Netflix Fernsehen gucken hier gucken. vorne. Da ist nämlich der Fernseher, du kannst vom Bett aus Fernsehen schauen. Hier, aber es ist nicht das einzige Bett. Denn die Größe vom Bett, das ist riesig, oder? Riesig. Ich bin ja nur 1,60 oder ich bin 1,60 groß und ich habe echt richtig viel Platz hier. 1,35 mal 1,90 sein in dieser Richtung. Und das ist auch gemütlich, wenn die Folie jetzt nicht drauf wäre. Ich finde es total gemütlich. Absolut. Ich könnte hier schlafen. Ja, wobei die Folie muss ja drauf für die vielen, die das mal ausprobieren wollen, ne? Ob das passt. Optional kann man auch einen Vorhang wählen und das Schöne daran ist, wenn das Bett runter ist, habe ich hier noch einen Sitzplatz, weil manchmal schlafen die Kids ein bisschen länger und dann können die Eltern schon mal eine Tasse Kaffee trinken, wenn sie es nicht draußen machen können. Ne? So, dann machen wir es nochmal hoch, denn dann zeigen wir mal das Raumgefühl, drehen mal die Sitze, dass wir mal, ich gehe mal ganz zurück, dass wir den Raum mal sehen, die Metamorphose dieses Bettes. Ich mach schon. Ist das schwer, Steffi? Ich wollte es mal ausprobieren, Ja, ja. wie Wollt's mal schwer das ausprobieren? ist. Ob ich das so, muss ich es einfach hochschieben? Einfach hochschieben. Boah. Nichts mehr umschlagen. Nicht mehr hochschieben. Sicher? Das kriege ich nicht. Das ist, Da klemmt aber was. nee, da klemmt nichts. Steffi, setz dich mal einmal hin. Nee, im Prinzip klemmt nichts. Man muss es ein bisschen Ah, man muss nach Ach, zu dir ziehen. vorne Vorne ziehen. ziehen. Noch mal bitte Das runter ist, machen. das ist jetzt richtig. Das So, will ich und jetzt ist die Steffi dran. Jetzt machen wir nochmal den Steffi-Test. Jetzt würde ich das gerne mal ausprobieren. Taktik. Weil eigentlich bin ich stark. Gut. Ach, Ja, wenn man es Nee, man muss gar nicht stark sein, weil es ist ganz einfach. geht Man muss es relativ wirklich gut, nur ja. ein bisschen nach vorne ziehen. Genau. So, sind wir eingehangen. Da vorne ist eine Leiter drin für Leute, die eine Leiter brauchen. Ja, kleine Kinder, aber die steigen meistenteils hier rüber über den Tisch und dann sind die oben. Tolles Design vom Licht her und drunter. Ist gut integriert, oder? Super. Alles LED-Licht, das ist so ein bisschen Ambiente. Das soll natürlich auch innenarchitektonisch, sagen wir mal, so ein bisschen Gemütlichkeit signalisieren. Ne? Du kommst aus der Architektur. Ja, Quasi innen. ich habe Ladeneinrichtungen gemacht und habe lange Zeit innenarchitektonisch gearbeitet. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so lange in einem Wohnwagen gewohnt habe, ich war begeistert von
von dieser Fülle. Ich habe alles da gehabt. Ne? Im Grunde genommen brauchst du auf nichts zu verzichten. Was total krass ist, ist die Qual der Wahl. Also wir haben jetzt ca. 400 Videos gedreht über Wohnmobile und jeden Tag bringen wir mehrere neue Videos raus, immer wieder neue Fahrzeuge. Wie gehen denn die Leute damit um, wenn die jetzt, ich sag mal, sich entscheiden müssen? Ja, das ist mitunter schwierig, aber das ist eine rein gefühlsmäßige Entscheidung. Ne? Die Leute kommen rein und haben so dieses, wie beim Küchen- oder beim Möbelkauf. In der Wohnung. Ja. In der Wohnung ist es ja auch, ich komme rein und die Wohnung findet mich. Genau. Und es ist ja, es ist eine Wohnung auf Rädern. Die Wohnung findet mich. Die Wohnung findet mich. So, face to face, wenn ihr euch mal gegenüber setzt und der Roland macht mal ganz kurz die Sitze mal. Sitze rum. Genau. Ja, das geht relativ schnell. Einmal, zweimal. Also ganz easy, einfach nur. Einmal drehen. Und das sind ja schon fast Sessel wie im Theater. Ich wollte gerade sagen, die sehen total bequem aus. Ja, es gibt auch Das sind diese. High-Class-Bürostühle. Genau. Und jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, die Erweiterung des Tisches. Schön. Und Face-to-Face hat den großen Vorteil, wenn man auch zu zweit unterwegs ist. Man muss diese nicht unbedingt nehmen. Man kann also hier wunderbar entsprechend gut sitzen. Oder wenn man halt ein bisschen näher sitzen möchte, So ist das. Ja. dann kann ich mich auch hier hinsetzen. Toll. Ja. Hochwertige Kunststoffe, die verarbeitet sind. Das merkt man auch an der Haptik hier. Viel weiß bei, ich sag mal, Les Voyageurs. Ja, Also aber nicht nur bei Les Voyageurs. Also im Moment ist der Trend eben halt, es sehr hell haben zu wollen, auch die Sitze hell und weiß zu haben. In der neuen Generation, das ist schon, wird schon oft gefragt, geht es eher wieder runter, es wird wieder grauer, sage ich mal so. Aber ich meine, der Kunde hat die Möglichkeit, durch Accessoires, durch Kissen und so weiter eigentlich auch für sich entscheiden zu wollen. so, bitte. Was ich dann natürlich sofort denke, ist das denn leicht zu reinigen alles. Aber es sieht so aus, ne? Die Flächen sind sehr, ja, Sehr leicht zu reinigen. Sehr rein. Vor allen Dingen auch hier dieses Leder oder Kunstleder, das kann man eigentlich ganz gut pflegen. Die meisten sagen immer mit Jeans, dann färbt so schnell ab. Ich habe immer den Eindruck, dass die sind doch alle gewaschen, schon vorgewaschen. Färbt das wirklich so ab? Also ich habe es noch nicht erlebt. Ne? Ich habe es auch nicht erlebt. Also was gerade bei den weißen Sitzen ist das Hauptargument, die Kleidung färbt ab. Außerdem muss man sagen, das ist automotives Material hier. Das kannst du reinigen, bis der Arzt kommt. Also es ist wirklich so. Also wenn da mal schnell mal ein Joghurt drüber läuft, das Abwischen fertig. Ja, auch hier wieder schwarz gesteppt. Das ist, finde ich, ganz schön, weil der Vorteil daran ist, wenn ich immer wieder darüber komme, dann ist es ja dann schnell schmutzig und das schwarze Gesteppte macht das Ganze noch hochwertiger. Ne? Steffi, setz dich mal ganz kurz auf die andere Seite. Ich zeige mal gerade das Face-to-Face aus der ganzen Perspektive, dass man das mal sieht, wie viel Raum man hier hat. Und das wäre dann quasi, ich kann die Sitze vorne lassen in Fahrtrichtung für mal schnell die kurze Pause, kann ich mich einfach hinsetzen. Und ich kann auch Gäste einladen natürlich, die alle ganz gemütlich in einer Art Rundsitzgruppe sitzen eigentlich. Wenn ich die hier mit einbeziehe, früher im Wohnwagen war ja ganz wichtig die Rundsitzgruppe, die hat man jetzt quasi wieder so ein bisschen. Genau. Das fragen viele nach. Haben Sie denn auch was mit einer hinteren Rundsitzgruppe? Die wollen dann gar keine Betten, sondern die wollen eine Rundsitzgruppe. Und hier habe ich die tatsächlich. Ne? Wie die Eckbank zu Hause, das kommt ja auch wieder, ne? Die Eckbank zu Hause. Das habe ich wieder viel gesehen, ja. Mhm. Wie gemütlich bei Oma damals. Wo wir hier so sitzen, ich würde jetzt langsam Hunger kriegen. Ne? Ja. Ja, da schauen wir mal. Jetzt müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber der Roland... Aber da können wir uns den Ofen ja mal angucken. Ich zeige mal gerade die Aussicht. Du sagst immer, es ist so praktisch HD-View bei den vollintegrierten. Ja. Da stört nichts. Das stört wenig. Ich sag mal, die Landschaft, die läuft vor dir ab. Das ist ja quasi wie ein Film. Wenn sich Zuschauer daran erinnern können, wir haben ja früher bei den älteren, voll integrierten Fahrzeugen oftmals einen Riesenbereich gehabt. Vorne an der Armatur, da hätte man eine kleine Modelleisenbahnlandschaft aufbauen können. Das hat sich verändert. Die Schnauze kommt bei den neuen Fahrzeugen hier bei Fiat ein Stückchen weiter nach vorne. Ich habe nicht mehr die Scheibe unendlich weit entfernt. Das finde ich persönlich sehr schön, weil dadurch fühle ich mich sicherer. Also dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass das Fahrzeug riesengroß ist. Das heißt also, der Überhang ist nicht so riesig. Ja. Du kannst es besser einschätzen. Gut, du hast auch unglaublich viele Helferlein. Die Kameras,
die da eingebaut sind. Das ist übrigens eine Investition, Rückfahrkamera, Seitenkameras, ruhig das Geld investieren, weil beim ersten Schaden ist es wieder raus. Ja, absolut. Und die Leute fragen dann immer bei älteren Fahrzeugen, kann man das nachrüsten? Das kann man, das geht sehr gut. Und vom Preis her ist das auch erschwinglich. Ich glaube, die preiswertesten beginnen schon bei 150 Euro. Ne? Also für die Sicherheit sollte man einfach genügend Geld ausgeben. Ja, viel Licht. Hier vorne habe ich ein riesen Kurbelfenster mit drin, das kann ich öffnen. Daneben direkt der elektrische Abzug, nämlich da, wo er hingehört, nämlich direkt über der Kochnische. Das heißt, der wird elektrisch angetrieben, kann saugen und pusten, beides. Das heißt, ich kann mir Frischluft reinholen, aber ich kann genauso gut auch Abluft nach oben. Steffi, stell dich mal kurz dahin. Ich will aber jetzt nicht so An den das... Herd, wo ich hingehöre. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Es geht doch darum, also Hintergrund ist der nicht, dass ich das stigmatisiere, sondern viele Männer kochen ja im Moment, aber du bist jetzt nicht die Größte, das ist gut. Du bist 1,60 Meter rund und drankommen an Sachen. Wenn du mal, genau. Für mich ist das ideal, weil manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin klein und hier ist es wie für mich gemacht. Wahrscheinlich mit Menschen, die ein bisschen größer sind, ist es noch idealer, aber ich komme an alle Schränke gut dran, ich komme hier an die Abzugshaube gut dran und ich finde es super. Da vorne ist noch eine kleine Einbuchtung mit drin, das heißt, du kommst noch ein bisschen näher ran für die Schränke. Du hast eine Arbeitsfläche, wenn du die mal umdrehst, da ist eine Besonderheit, da ist nämlich das Abtropfgitter direkt mit eingebaut. Das ist cool, ja. Da hat jemand mitgedacht. Habe ich auch noch nie gesehen. Hab ich auch Tolle noch nie Idee. gesehen. Ist wirklich cool. Hier vorne habe ich eine große Spüle, da kann ich wenigstens mal ordentlich spülen, wenn es da ist. Es gibt sogar Spülmaschinen auf Wunsch, die man einbauen kann. Absolut. Das ist möglich. Ja, wobei ich würde dir Spülmaschinen nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eher was fürs Vorzelt und solche Sachen sind die paar Dinger, die man hat, sollte man eher per Hand spülen. Aber die meisten gehen ja gar nicht spülen. 2 Flammen Kochfeld, aber ein großes. Das heißt, was bringen mir 3, wenn ich es nicht unterbringe? Das ist richtig und die meisten sagen, ich brauche keine 3. Also die Wertigkeit mit 3 Kochfeldern und 2 Kochfeldern, das als negativ zu empfinden, sehe ich nicht so. Würde ich jetzt auch gar nicht sehen. Ja. Also ich nutze selten 3 Kochfelder zu Hause, von daher das reicht. Le Voyageur, was wirklich extravagant ist, muss man sagen, was man nicht alle Tage sieht, zumindest auf deutschen Campingplätzen, auf französischen schon mal öfter. Hier ist der Fernseher, den kann ich schwenken. Wie Gucken. gehabt. So, die haben alle unterschiedliche Ah, da, genau. Bereiche. Aber wir haben schon raus. So, Das heißt, ich kann den schwenken, vorne, hinten, links, rechts. entsprechende Richtung schwenken. Und dadurch, dass wir meistenteils oder das meistenteils in Doppel-LMB verarbeitet ist, ist es tatsächlich so, dass ich also hinten im Schlafzimmer noch einen zusätzlichen Fernseher einbauen kann. Oben drauf habe ich ein kleines Schränkchen, da kann ich Gläser reinmachen. Das kennt man von ganz großen Luxusmobilen. Vorsicht, Genau. oben ist offen. Ja, mach ich so. Moment. Mach gleich mal zu. Das ist auch ganz schön. Hier habe ich wieder den Sicherheitsknopf. So, die sind nicht aufbereitet, die sind neu. Also wenn man die kriegt, da ist sie gewienert, gemacht, aufbereitet, alles. Also wenn einer jetzt hier mal irgendwelche Fingerabdrücke sieht oder das heißt... Das ist alles weg, aber hier, dadurch, dass die Leute reinkommen, die probieren alles aus und fassen ja überall an und so weiter. die werden komplett desinfiziert auch, die Fahrzeuge, Absolut. Corona. Ja, ja. So. Links, auf der linken Seite, vielleicht fangen wir damit an, kurzes Schränkchen. Kurze Schränkchen, ja, so für das, was man im Moment schnell braucht. Manchmal auch eine Fernbedienung, manchmal auch Schlüsselablagen, dass man also hier so ein Schränkchen hat, wo man das Nötigste unterbringen kann. So, oben drauf das Technikfeld, zeig mal bitte. Das heißt, hier habe ich dann ein zentrales Bedienpanel. Genau, Bedienpanel für Heizung, für die ganzen Abfragen, ob meine Tanks und Batterien. Die Heizung ist da mit drin. Ja, hier ist die Voreinstellung So, der Heizung. da ist die Truma Do-Control. So, Genau, das und die heißt Heizung kann ich hier abfragen. zentral quasi. Okay, verstanden. So, dann habe ich einen großen Kühlschrank, den kenne ich. Die Dometic-Einheit gibt es auch bei Morelo. Einmal drücken, runterdrücken feste. Und dann geht's auf. Großer Kühlschrank. Ganz normal. Schalt automatisch um. Sehr schön. Tiefkühlschrank. Der gute alte Dometic mit automatischer Umschaltung. Macht übrigens richtig kühl, auch im Sommer. Und der Gasbackofen. Das ist aber cool. Mit Ober- und Unterhitze. Mit Grill. Ja, mit Grill. Was ganz wichtig ist, wenn ich mal ein Brötchen backen will mit Gas. Und ja, riesengroß. Ich habe zufälligerweise genau denselben. Deswegen kenne ich ihn. Er macht richtig kalt. Und schwarz finde ich super edel.
Mach mal unten auf. Ist da noch eine Klappe? Ganz unten? Ganz unten Ja, müsste eine, entweder Technik, das ist der Technikbereich. Technikbereich. So. Dann hier oben mal bitte aufmachen, dass man mal sieht, wie tief das ist. Auch da habe ich ordentlich, guck dir mal die Scharniere an, das ist gut gemacht. Ja, das ist gut gemacht. Das ist sehr edles Material. Auch hier, wenn man hier hinterfasst, ist es so, dass ich tatsächlich Überall reingucken darf. alles gut verarbeitet habe. Ne? Auch hier die ABS-Kanten, das ist schon ganz ordentlich. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Hier ist von Southco sind die, also man kann das ja mal googeln. Die schließen richtig satt, wenn du die zumachst. Wir haben das eben mal zugemacht. Ich liebe die Geräusche, die machen. Das ist ordentlich, oder? Ja, das ist, da rappelt nichts. Ne? Wobei man nicht ausschließen kann, dass ein Wohnmobil auch beim Fahren irgendwo mal Geräusche macht. Also die Leute, die geräuschlos fahren wollen, die müssen Pkw fahren. Irgendwie auch, ne, finde ich. Das ist ja das Schöne. Man kann auch relativ viel abstellen. Also nach der ersten Fahrt kann man vorbeikommen. Ihr könnt euch darum kümmern, man kann vieles einstellen. Ja, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass also irgendwie so ein kleiner Gummipuffer auch gut funktionieren kann. Ne? Ja, der nachgerüstet wird, ja. Die Besteckschublade drunter? Mülltrennung für die Flaschen, ganz wichtig. Und hier hat man noch ein kleines Fach. An alles gedacht. Und ja. Ja, das ist so wegen der eine Blende, ist aber täuschend echt. Ja, Mit das Design. Was ich toll finde, ist so das Design hier, ein bisschen wie ein Flugzeug vorgebaut. Konturlicht natürlich, LED überall, wo ich die Möglichkeiten habe, das sieht schon ganz gut aus. Ne? Super stylisch sieht das alles aus. Und das sind Handtuchhalter. Oder ich kann hier noch was ich kann noch was hier hinterstellen. Reinstellen. Ablage, genau. Ja. Oder ein bisschen auch Dekoration, dass man das da nicht durch die Gegend fliegt. Ne? Oder gar nichts. Oder gar nicht. Oder gar nicht. So, ich zeige mal gerade hier vorne haben wir die Vorhänge, die recht modern sind. Ja, ich zeige mal ein kleines Detail. Steffi, man kann hier zumachen. Wie würdest du das machen? Boah, du bist so gut. Ich würde einfach die Tür zumachen. Eine Multifunktion ist eine Schwingtür. Einmal verschließt sie die Toilette und einmal ist sie ein Raumtrenner. Wahnsinn. 2 in 1, würde ich sagen. So, man kann Glas in der Mitte mit drin. So, und hier haben wir eine Besonderheit. Das ist übrigens, das versteckt sich unter der Sitzbank vorne. Da ist der, wenn einer mitfahren will. Das ist der Sitz hier, das ist der Klappsitz. Ich kann dieses vordere Teil rausnehmen. Der ist sehr stabil, hat auch eine Kopfstütze. Und der ist wirklich mit dem Rahmen verbunden, dass nichts passiert. Mit dem Rahmen verbunden, vor allen Dingen, was wichtig ist, der Gurt muss eben halt mit der Karosserie verbunden sein. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Das ist schon sehr gut gemacht hier. Ne? Ein tolles Detail ist, das hier ist mit einem Reißverschluss verbunden. Das habe ich noch nie gesehen. Also das Polster, was oben drauf ist nicht dieses günstige Klett, sondern das wird tatsächlich wie draufgesetzt. Und dann wird das entsprechend mit dem Reißverschluss verbunden. Hier, da habe ich noch nie gesehen, das da. Das nicht tolle Idee. Fliegt, sag ich mal. Also alles ein bisschen auf Langlebigkeit ausgelegt. Ja. Und dann ja, du bist nicht ganz drin. Guck mal im Reißverschluss. Achso, okay. Jetzt haben wir es. Ist der Vorführeffekt, gell? Immer wenn ich was will, immer gleich und direkt. Ein bisschen zurückziehen. Ja, genau. Und jetzt mal. Ist okay, ich glaub's ja. Manchmal müsste ein bisschen Silikonspray dran, damit das Ganze ein bisschen rutschig ist. Das ist noch alles neu, deswegen. Auch das ist hier einfach sinnig verbunden, dass das Ganze auch nicht durch die Gegend fliegt und nicht mit Klett. Wenn du mir das mal kurz mal zeigst, wie das verbunden ist. Hier ist einfach so ein Drehverschluss, der hier mit der Öse das Ganze verschließt. 3-Punkt-Gurte mit dabei, wie sich das gehört. Das heißt, es können 4 Leute mitfahren hier? 4 Leute können mitfahren, genau. So, gehen wir mal rein. Das ist tatsächlich dann... Darf jetzt nicht im Bett bleiben, wenn einer fährt? Nein. Das ist verboten. Nicht gestattet. Okay. Das heißt, es tun viele, aber es ist gefährlich. Es tun viele, es ist gefährlich. Eigentlich überhaupt nicht gestattet. Und bei manchen ist es tatsächlich so, die sagen dann, ja, ich habe da extra einen Gurt hinten fürs Bett, wenn die Kinder müde werden und was weiß ich auch immer. Also ich finde, das ist
Es ist auf jeden Fall verboten, man darf es nicht. Wenn es mal zum Unfall kommt, es kann ja da auch wirklich mal was passieren, dann, ich sag mal, braucht man Gurte, man braucht zertifizierte, also wir sind ja hier, ich sag mal, in einem Bereich, wo man ja 100 km/h fahren darf mit so einem Fahrzeug. Absolut, ja. Und ich sag mal, im Ausland ist es noch viel drastischer. Ne? Also ich sag mal, da wird, glaube ich, streckenweise viel heftiger kontrolliert. Wenn man mal durch die Schweiz fährt und man hat so dieses Gefühl, oder die Schweizer Polizei hat dieses Gefühl, dass ein Wohnmobil überladen ist, da wird man schnell mal angehalten. Okay. Das ist so, ja. Österreich, Slowenien mittlerweile. Das ist so, ja, hier sieht man, ich habe das Audiosystem wirklich toll integriert an der Seite. Das ist so weiß, auch mit Leder eingefasst, dass ich schauen kann. Ihr montiert die Fernseher wahrscheinlich erst ganz zum Schluss, oder? Hinten. Das ist jetzt keine Serienoption, das ist eine Wunschoption, wenn einer ein zweites Fernseher haben möchte. Das HDMI liegt schon alles hier, nach vorne zum... Alles hier, ja. Das ist ja cool. Also unsere Leute mussten ja auch für Pilot oder für Le Voyageur auch nach Frankreich und haben dann eine Ausbildung bekommen, weil man kann nicht an jeder Stelle einfach durchs Dach bohren, wenn man irgendwelche Dinge nachrüstet. Dann hat man schnell mal eine Leitung getroffen. Also da muss man schon wissen, wo man das darf. Ne? Ich habe eine kleine Bitte, wenn du mal ganz kurz reingehst, bitte. So, ich werde mal ganz kurz den Roland hinter mir lassen. Der wird mir mal ein bisschen was erklären. Dieses Thema Längsbetten, das ist das gefragteste Bett in Deutschland, oder? Absolut, ja. Also ich sag mal, gerade bei Älteren, die das möchten, weil man also nachts dann auch einfach mal raus möchte, die wollen diese Längsbetten haben. Queensbetten werden auch häufig gefragt, aber Längsbetten ist das Thema. Frankreich ist Queensbetten ohne Ende. Ja. Das ist so, Deutschland ist Längsbetten. Ja. Die Längsbetten haben den Vorteil, man fühlt sich wirklich wie im Hotel, so ist es. Und oft gibt es ja so Polsterchen, die kann man hier dazwischen machen. Kann man dazwischen machen, man kann also eine Kuschellandschaft daraus erzeugen, aber hier ist es wieder so, dass ich die Betten elektrisch zusammenschieben kann. Okay, Elektrisch also zusammenschieben. Nach Sag mal, müsste gehen. Kann ich das dann machen? Da, wahrscheinlich an dem Schalter. Ach, du kannst wieder mal... Hier kann man jetzt wieder die Betten beide zusammenschieben elektrisch und hat dann den sogenannten Kuschelfaktor. Bitte weitermachen. Weitermachen? Ja, Ja. Mach mal ganz zusammen. Ich will das mal sehen. Ich habe das noch nie gesehen. Tolle Idee. Ja, also ich fand auch, das ist etwas, was vorteilhaft ist. Ne? Man muss da jetzt nicht großartig umbauen. Seite kann man natürlich auch. So Mach mal bitte. das in die Mitte. Das war einfach Ich mal will's das so Gefühl. sagen, der spontanen Lust folgend. Okay. Genau. So nach dem Motto, die spontane Lust und danach will ich meine Ruhe. So ist das. Aber es ist wirklich so, wenn man draußen ungefähr, naja, ich will nicht lügen, also sagen wir mal 45, 46 Grad hat. Und hat nachts, was weiß ich, 20 Grad, dann ist ja streckenweise Haut noch zu viel, wenn man schwitzt. Und da ist das Einzelbett schon vorteilhaft gegenüber zum Beispiel einem Queensbett. Ne? Gut, es gibt ja auch eine Klimaanlage im Bett. Ja, bitte? Je nachdem, wie lange man verheiratet ist. Wenn man frisch zusammen ist, dann möchte man vielleicht noch ein bisschen näher beieinander liegen. Oder Ist das wenn so? Man, ja. Ja. Und wenn man dann 20 Jahre zusammen ist, hat man vielleicht auch mal gerne seine Ruhe. Steffi, mach mal kurz hinten auf, dass wir oben mal sehen, wie groß das ist. Was würdest du reinmachen da? Feste? Oder drücken könnte auch sein. Hier ist noch eine Verriegelung. Verriegelung, dass das Ganze auch hält. Und ja, hier kann man Bücher oder noch so ein kleines Kuschelkissen. Kleine Geheimnisse kann man hier verstecken. Hier ist auch noch ein Schränkchen. Oder ja, auch Okay, das Klamotten, Gleiche. ne? Hier kann man auch Klamotten noch. Auf der rechten Seite, ja. Kleiderschrank, hier vorne habe ich übrigens noch einen Schrank. Das Zwei gleiche. Kleiderschränke, also Ja. Sag mal. hier Wo? in dem Fall einmal hier. Warte, du bist so schnell. Ich komme mal kurz da von oben bis ganz unten. Das heißt, unten habe ich einen hier. Kleiderschrank. Und hier habe ich verhängende Sachen, wahlweise mit Böden, wie ich das gerne hätte. Genau, und eben halt auch mit Beleuchtung. Ich kann den Boden rausnehmen, ich habe unten Hängestange und oben auch Hängestange. Okay, verstanden. Und auch hier Soft Close wie bei anderen. Und hier habe ich jetzt die partielle Tür, die einmal... So, ich gehe mal kurz rein. Wenn du mal kurz reingehst, Steffi, würdest mal zeigen, das ist jetzt das Bad. Und da ist jetzt eine Chemietoilette drin, Okay. eine Tedford. Setz dich mal hin. Man kann die drehen, wahrscheinlich. Guck mal gerade. Oben drauf, ja, genau. Wenn die einfach mal drehst. Die Toilette drin. Ja, oben, genau. Den Deckel drehen. Das könnte gehen. Oder es könnte auch nicht gehen. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Nee, das geht. Das geht. Ja. Einfach mal feste. Genau. Kannst es drehen und dann kannst du es nämlich so machen, dass du, wenn du dich wäschst, ein bisschen mehr Platz hast. Ah, für die großen Leute. Und Also für die großen mich- Leute Beine, dann kannst du dich einfach drehen. Mein Cousin wohnt in Paris
Und da ist alles sehr, sehr klein und da ist es normal so. Aber für die großen Leute ist es natürlich super, wenn man dann die Toilette drehen kann. Ja, vorne habe ich dann Waschbecken, das ist ja schick, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gäste-WC. Aber langt, oder? Ich meine, wir sind ja im Camping. Und das reicht, absolut. Und das ist süß. Die Klopapierrollen Also, kann man hier die reinmachen. Form finde ich einfach stylisch, das ist modern. Das ist jetzt nicht irgendwie so langweilig, sondern es hat Pfiff einfach. Wenn du mal das Licht anmachst, bitte. Auf der rechten Seite hinter dir. Genau, da ist jetzt Licht drin. So, und dann hast du Spielerei. Spielerei und dahinter, da hast du auch noch viel Platz. Da sind wieder diese Verschlüsse Genau. und da kannst du viel reinmachen dahinter. Großes Fenster oben drüber. Viel Platz. Cool. Hier hat man auch noch einen Schrank. Ja. Da ist die alte Fußbodenheizung. Guck mal. Okay. Da kannst du ja machen oben. Wenn du mal gerade auf den Einschalter schaltest, dann geht sie an, bootet. Die alte 3020 HE. Und da kannst du dann auch Tag-Nacht-Schaltung einstellen. Du kannst sogar sagen, nachts geht sie automatisch, wird's weniger. Das ist so, hier vorne haben wir nochmal 2 Haken mit drin. Komm, wir tauschen mal gerade, Steffi. Du gehst mal kurz in die Dusche. Und das ist ja mal eine große Dusche. Die Dusche ist groß. Die ist groß genug. Auch wenn man mal so, ich bin 1,60, passt. Plus Mehrwertsteuer. So, hier unten. Ist auch eine sehr schicke Dusche, finde ich. Sehr Ja. edel, richtig schwer. Und ich finde das halt stylisch, weil überall dieses Schwarz ist. Es sieht sehr elegant aus. Und, was wir bei dem anderen ja auch hatten, hier einen kleinen Wäschehalter, wenn man gerade nicht duscht. Zum Trocknen. Da ist die Trocknen, Glastür. Die kann man verriegeln. Mach die mal zu, bitte, hier die Tür. Ich habe sogar Licht mit drin in der Dusche, wenn ich das möchte. Und das geht per Magnet. Kann man das einfach zumachen. Und dann, wenn ich einmal drehst, bitte. Kein Problem. Schön groß. Prima. Passt. So, jetzt kommt noch eine Besonderheit. Wenn du schläfst, es gibt eine kleine Tür hier. Roland? Roland, bist du noch da? Immer. So, man kann nämlich zweimal die Tür zumachen. Das ist das Interessante. Hier habe ich noch eine. Ich habe hier noch eine zweite Schiebetür. Tür. Ja, genau. Die kann ich hier entriegeln. Kann ein Raumbad erzeugen. Und man kann zweimal zumachen und sich vereinzeln. Jetzt hier beide Türen schließen. Wie sind die Türen denn isoliert? Sind die gut isoliert? Also wir können mal eins machen. Der Roland, geh mal nach hinten, Ja. du machst mal die Tür zu, du kommst mal zu mir, Steffi, und machst mal den Slider zu. Und ruf mal den Roland. Roland, bist du noch da? Ja, absolut. Okay, sehr Leise. schön. Aber es ist so, wenn jetzt Fernsehen Ja. laufen würde, ich hätte meine Ruhe. Oft ist ja so, wenn man zumacht, das ist schon eine gewisse Vereinzelung. Du hast ja mal deine Ruhe. Kann ja mal sein, du hast wirklich mal Kopfweh. Zwischendurch braucht man einfach auch mal seine Ruhe, vielleicht wenn man wirklich so eng aufeinander ist. Und ja, das hat man hier auf jeden Fall. Oder Kinder, die man schon mal schlafen legt. Genau. Man kann ja in dem großen Bett, können ja auch Erwachsene vorne schlafen. Es gibt Interessant. ja auch viele Ehepaare zum Beispiel, die Da ist er dann wieder. auch getrennt schlafen zum Beispiel, ne, weil einer schnarcht, ne, oder eine Schlafapnoe haben. Dann schläft einer da und der andere ist hier. Also ich sag mal, der ist aber mit beiden Türen, man hört nicht zu viel. Aber nachts ist natürlich alles um einen herum schon auch leiser. Ne? Ja, Premiere Le Voyageur, die Luxusmobile aus Frankreich. Heute mal in einer exklusiven Vorstellung zusammen mit der Steffi, ganz neu bei uns. Du kommst, aus welchem Ort kommst du? Ich komme ursprünglich aus Bochum und jetzt wohne ich in Düsseldorf. In Düsseldorf. Also außen Düsseldorf in Ruhrpott. Vor kurzem war ich ja unten jetzt in Düsseldorf. Da laufen ja viele High-End-Teile rum. Da fährt man ja schnell, man darf schnell auf dem Rhein fahren mit Booten. Ich habe kein Boot, aber ich habe es schon gehört. Und ich Genau. bin auch diesen Sommer sogar mal gefahren. Ist das schön, Düsseldorf? Ja, ich liebe Düsseldorf. Warum? Es ist sauber, es ist schick. Ich mag schöne Dinge einfach. Ich mag elegante Dinge und deswegen mag ich wahrscheinlich diesen Wohnwagen auch so. Dieses Wohnmobil. Ja, Das absolut. passt, ja. Ja, toll. Wir gehen mal raus, machen eine Abmoderation. Jetzt zeigen wir die technischen Daten. Wir haben viel gezeigt. Da unten ist übrigens noch ein Staufach. Das kann man rausheben. Hier ist nochmal ein Staufach. Vielleicht machen wir das nochmal kurz auf, dass wir reingucken können. Da kommt man in den Doppelboden rein. Da habe ich dann noch ein bisschen Technik drin, plus nochmal was zum Verstauen. Das Ganze auch beheizt, wie man sieht. Gut, gehen wir raus. Aber der gesamte Boden ist beheizt. Ne? Der Boden ist beheizt. Das ist natürlich der Vorteil, dass durch die Algenheizung, wir haben schon hier auch Komfort. Komfort. Geht mal bitte raus. Ich Ja, mache mal gerne. gerade den kompletten Raum. Einmal in Gänze, dass wir dem mal zeigen, wie der aussieht. Das ist dann der Wohnraum.
Jetzt auch mit gedrehten Sitzen drin. Da oben ist das Hubbett, wenn es jetzt hochgeklappt ist. Die Schränke. Der Küchenbereich. Nochmal komplett. Die Fronten, Hintergrund beleuchtet. Dann hat man hier die Face-to-Face-Sitzgruppe, die drin ist. Den Tisch kann man ausklappen, der übrigens ganz schick beleuchtet ist, so von der Seite. Das zeige ich mal gerade. Da ist so ein, ja, das Design nochmal drauf. Und das Ganze sehr stabil. Die guten Agouti-Sitze. Und dann kommen wir zum Thema Kühlschrank und Fernseher. Das ist hier die Ecke, die man sieht. Und dann der Schlafbereich, den wir eben hatten, mit den Betten, die man auch noch verstellen kann. Prima. So, ich komme mal zu euch. Fliegengitter ist uns hier drin. Wenn man das sieht, eingebaut in der Tür. Die Aufbautür sieht so aus von außen. Und jede Menge Staumöglichkeit. Ja, der Pilote Le Voyageur LV 7.5 Modelljahr 2021 mit 160 PS Automatik und ja, jede Menge Extras mit drin. Hier steht alles nochmal, Preis sind 129.950 € und der Roland, der ist tatsächlich nicht zum Spaß hier, sondern man kann das Fahrzeug bei dir kaufen. Man kann das hier kaufen, jederzeit, so wie wir alles auf Vorrat haben oder auch bestellen. Das Bargeld nimmt ihr nicht mehr in der Höhe an, oder? Ich sag mal schon, ne? Aber man muss es ja melden. Ne? Man muss es melden, der Kontoauszug muss dabei sein, wenn man das nimmt. Also es gibt ja Leute, die bezahlen noch bar, aber meistens wird überwiesen, oder? Das ist immer so. Und ich sag mal, und finanziert vor allen Dingen. Ja, ist das oft? Ja, okay. Sehr oft. Denn es verliert es verliert kaum an Wert. Die Banken lieben Wohnmobile, weil man sie gut verwerten kann. Absolut, ja, weil die auch, sagen wir mal, preisstabil sind. Von daher haben die nicht so ein großes Risiko wie zum Beispiel mit dem Pkw. So, das wird natürlich gewienert, geputzt und so weiter und so fort. Wir sind tatsächlich in der Luxusklasse hier schon bei Le Voyageur. So sieht es von hinten aus, richtig linermäßig. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind bei RS Reisemobile. Du bist tatsächlich der Roland Rimkus. So ist das. Ja, ich danke dir recht herzlich für das tolle Video. Und auch dir, Video Nummer 2. Ja. Ist so langsam Wohnmobile. Kommst du rein? Ja, ich komme rein. Ich will jetzt ein eigenes haben. Danke. Tschüss.